Die BTP ist in der SAP-Welt in aller Munde. Jeder redet drüber, aber keiner weiß so wirklich, was sie ist und was sie kann. William Martini erklärt Ihnen heute, was die BTP kann. Bei vielen Kundenterminen hat sich herausgestellt, dass Kunden zwar wissen, was die BTP ist, aber nicht ganz einordnen können, wie sie sich zusammensetzt. Kannst du dazu was sagen? Da beginnt es mal mit der Grundsatzfrage, für was steht ja überhaupt BTP? SAP ist ja immer sehr bekannt für Abkürzungen. Da muss man auch ein bisschen immer gut verstehen, was steht hinter der Abkürzung. Und bei der BTP steht das für Business Technology Plattform. Da sind schon mal zwei wichtige Begriffe drin, und zwar Technology Plattform. Das heißt, das ist eine Plattform, das ist kein Produkt, wie man es vielleicht von Modulen oder von anderen Angeboten von SAP kennt. Das ist keine fertige Lösung in sich, sondern es ist eine Plattform, und das lässt sich relativ gut vergleichen mit einem Werkzeugkoffer, wo man verschiedene Tools, Werkzeuge an die Hand bekommt von SAP, um Sachen zu bauen, zu erstellen, zu kreieren, um zum Beispiel Gaps in Systemen zu schließen oder Use Cases umzusetzen. Und gibt es da unterschiedliche Komponenten in der BTP? Grundsätzlich lässt sich die BTP in 5 Hauptbereiche unterteilen. Der erste Bereich ist App Development oder auch Extension genannt. Da haben wir die Integration, wir haben die Automation, wir haben AI und Analytics. Das sind so die 5 Kerngebiete. In diesen 5 Kerngebieten gibt es wiederum mehrere Services. Das heißt, es ist nicht so, dass wir haben ein Development Service oder wir haben einen Integration Service, sondern das ist eine Kombination aus verschiedenen Services, um Probleme in den einzelnen Kategorien umsetzen zu können. Im Extension-Bereich geht es vor allem darum, eigenständige Applikationen zu bauen. Natürlich immer zum Beispiel mit SAP-Daten angereichert, im SAP-Kontext oder im SAP-Prozess. Aber das sind meistens eigenständige Applikationen, die dann den Prozess erweitern oder zum Beispiel auch weiterführen. Oder zum Beispiel auch, das ist auch immer ein guter Use Case, natürlich einen Prozess dem Kunden zugreifbar macht. Dann haben wir Integration, wo es hauptsächlich darum geht, Daten von einem System A ins System B zu kommen. Natürlich da nicht nur einfach die Daten rüberzuspielen, aber natürlich auch entsprechend anzupassen. Oder, was auch ein sehr spannender Use Case ist, immer wieder für Kunden natürlich auch Daten öffentlich oder zu ihren Kunden zur Verfügung zu stellen über eine öffentliche API, um zum Beispiel sicherzustellen, dass die Kunden immer die richtigen Produktdetails zur Verfügung haben. Dann haben wir Automation. Automation geht es hauptsächlich um die Thematik Key-User, die Möglichkeit zu geben, Innovation zu betreiben, Prozesse zu automatisieren, aus dem Unternehmen selbst hinaus Innovation zu betreiben. Daher hier natürlich ganz viele Low-Code, No-Code-Tools im Einsatz. Natürlich da, um die Barriere möglichst tief zu setzen, dass die Leute das benutzen können. Dann haben wir den AI-Bereich, natürlich im Moment das Hype-Thema Nummer 1. Da hat die SAP auch verschiedene Optionen, die sie da anbietet, von auf der einen Seite fertige Services, aber natürlich auch die Möglichkeit, seine eigenen Modelle zu hosten in der BTP oder natürlich das noch größere Hype-Thema Generative AI, da natürlich entsprechende Large Language Models anzubinden. Dann haben wir den letzten Bereich, Analytics, sehr, sehr wichtiger Bereich. Da natürlich geht es vor allem darum, aus den Daten natürlich Mehrwert zu generieren. Wir haben viele SAP-Komponenten, viele Informationen, auch dann zum Beispiel in der BTP gespeichert. Und da ist natürlich der große Vorteil, wenn man ein gutes Analytics-Tool hat oder Services nutzen kann, da natürlich den Mehrwert aus den Daten zu ziehen und da zum Beispiel mit der Analytics Cloud entsprechende Insights zu bekommen, für zum Beispiel die Planung. Also suche ich mir quasi immer das richtige Werkzeug zu meinem Problem aus. Also wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen will, dann nehme ich den Hammer. Oder übersetzt, wenn ich Systeme miteinander verbinden und verknüpfen will, nehme ich die Integration Suite. Genau, also grundsätzlich immer die erste Frage, welches Tool ist das Richtige? Da unterstützt zum Beispiel die Share verschiedene Kunden dabei, die richtigen Tools zu finden, weil auch wenn wir zum Beispiel einen Schraubendreher haben, du kannst ja trotzdem eine Maschine zum Beispiel nutzen, Bohrmaschine oder was auch immer. Die Frage ist halt, was macht für deinen Use Case Sinn, auch natürlich in langfristiger Sicht. Wenn man natürlich dann sagt, ja, man nimmt einen einfachen Service, salopp gesagt,
reicht ja für den ersten Use Case, aber natürlich im großen Kontext ist dann halt immer die Frage, was macht für eine langfristige, sagen wir, große Firma oder für langfristige Planung dann halt Sinn.